15 mal stärker als Stahl und trotzdem so dünn, dass man fast durchschauen kann. Was ihr hier seht, ist eine absolute Premiere auf dem deutschen Markt. Das erste Dyneema-Zelt, das von einer großen Marke selbst produziert wird und in Deutschland direkt im eigenen Store erhältlich ist. Das Simont TenTARP Sprint von Decathlon. Lange wurde es jetzt schon angekündigt und jetzt ist es endlich da. Und Decathlon bringt mit diesem Modell ein Material in den Mainstream-Handel, das man sonst nur aus der absoluten High-End-Nische der Ultraleichtszene kennt. Ich durfte es mir jetzt schon vor der Veröffentlichung, die in wenigen Tagen stattfindet, schon mal im Detail anschauen, um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen. Aber es gibt eine große Besonderheit. Die Auflage ist extrem limitiert. Für die gesamte Saison wird es jetzt erstmal nur exakt 245 Stück geben. Ja, und warum dieses Zelt was ganz Besonderes ist, für wen es sich eignet und vor allem welchen Preis- und Gewichtsrahmen wir hier haben, das schauen wir uns jetzt mal im Detail gemeinsam an. Also erstmal sei gesagt, das ist kein Einsteigerzelt mehr, was man vielleicht in der Vergangenheit bei Decathlon gewohnt war. Das ist ein Zelt aus dem Hause Simont, was wirklich den Profibereich bei Decathlon jetzt immer stärker abdeckt. Und das gerade auch im Ultraleichtbereich. Das heißt, wir haben hier kein Campingzelt mehr, sondern wirklich etwas für professionelle Weitwanderer, dem Ultraleicht-Tracking und gegebenenfalls auch dem Bikepacking. Denn wie der Name schon sagt, ist es nicht nur ein einfaches Zelt oder ein Tarp, sondern eine Mischung daraus, ein TenTARP. Das heißt, wir haben hier ein einwandiges Trekking-Stockzelt, was aber nicht wie ein Tarp komplett offen ist, sondern natürlich links und rechts noch ein Meshgewebe hat und somit komplett wirklich an allen Seiten dicht ist, aber trotzdem wirklich gute Belüftung bietet. Man braucht für dieses Doppelpyramidenzelt 2 Zeltstangen, um es aufzubauen. Im Optimalfall sind das dann die eigenen Trackingstöcke, die man dabei hat, oder wirklich separate Carbon-Teleskopstangen, die teilweise unter 100 Gramm wiegen und die man sich dann auch beim Bikepacking zum Beispiel mitnehmen kann. Das TenTARP jetzt hier ist sogar für 2 Personen gedacht. Das heißt, wenn man alleine ist, hat man natürlich sehr viel Platz. Zu zweit teilt man sich dann natürlich das gesamte Gewicht. Das ist erstmal nichts Besonderes, aber die ganz große Revolution hier ist das Material, aus dem das Zelt besteht. Wir haben hier nämlich Dyneema, ein Material, was ja früher mal aus dem Segelsport kam und es jetzt schon seit über 10 Jahren gibt, aber es hat sich nach und nach immer weiter verbessert und ist auch mehr in den Mainstream angekommen, sodass jetzt wirklich einer der großen Hersteller, nämlich Decathlon, selber so ein Zelt auf den Markt bringt. Viele der großen Mainstream-Hersteller und fast alle scheuen sich wirklich davor, die modernsten Materialien an den Markt zu bringen, wahrscheinlich aus Angst, dass die Zelte vielleicht zu viele Garantiefälle irgendwie haben oder fehleranfällig sind. Decathlon und Simont trauen sich jetzt wirklich erstmalig, so ein Mainstream-Zelt hier aus dem Material Dyneema zu fertigen, was ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr begrüße. Ich verwende Dyneema bei meinen Zelten jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Gegenüber Silpoly zum Beispiel oder Nylonstoffe hat das einige Vorteile. Es ist nämlich wirklich das robusteste und leichteste Material in der Kombination, was es wirklich auf der Welt gibt. Ihr seht schon, es sieht ein bisschen lustig aus. Teilweise, je nach Dicke, ist es auch transparent. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Stärken. Da Simont eher eine Marke für die Alpen, für den Bergsport auch ist, sieht man auf den ersten Blick, hat man sich nicht für das dünnste Dyneema hier entschieden, wie das zum Beispiel bei Sipex-Zelten der Fall ist, sondern für eine etwas robustere Stärke. Und deswegen haben wir bei dem Zelt auch direkt 5 Jahre Garantie vom Hersteller, was wirklich sehr, sehr wertvoll ist, weil Dyneema natürlich so ein bisschen das Klischee hat, sehr empfindlich zu sein, weil man hier so ein sehr, sehr leichtes Material hat. Man muss immer noch ein bisschen auf Dyneema aufpassen und kann jetzt nicht davon ausgehen, dass es so robust ist wie klassische Bushcraft-Zelte oder sowas. Gerade bei der Perforation, also wenn etwas durchsticht, ist es nicht sehr robust. Dafür ist es erstmal sehr formstabil, dehnt sich also wie Silnylon zum Beispiel überhaupt nicht bei Nässe aus und ist unfassbar reißfest. Und vorbildlicherweise gibt es hier nicht nur das Zelt als ein Teil wirklich aus Dyneema, sondern auch den Packsack und sogar diesen kleinen Beutel hier für die Heringe, was auch nicht selbstverständlich ist. Ja, warum das Ganze jetzt so interessant ist, das sehen wir jetzt gleich sofort bei den Gewichtsangaben. Decathlon spricht hier von 620 Gramm Gewicht für Zelt und Heringe und Packsack und Abspannleinen. Alleine das Zelt soll laut der Verpackung nur 510 Gramm für 2 Personen wiegen. Wenn wir das real jetzt mal wirklich messen, denn manchmal geben die Hersteller natürlich andere Werte an, dann sehen wir erfreulicherweise, dass man sogar 13 Gramm leichter ist als das, was angegeben ist, was ich persönlich super finde. Das heißt, wir haben unter einen halben Kilo für 2 Personen und damit fast nur 250 Gramm, wenn man wirklich zusammen auf Tour geht.
Der Haken an diesen wirklich unglaublichen Werten ist erstmal der Preis. Dyneema-Zelte sind verdammt teuer und in den letzten Jahren hat man großteilig dann Zelte von kleineren amerikanischen Herstellern, wirklich sogenannten Cottage Companies, nach Deutschland für teure Versandkosten und Zoll importieren müssen oder die wirklich bei kleineren deutschen Händlern wirklich dann teurer direkt beziehen müssen. Deswegen ist es was Besonderes, dass wir jetzt quasi zum regulären Preis das ja bald in Deutschland quasi im Laden kaufen können. Der Rohstoff Dyneema hat wirklich einen sehr, sehr teuren Preis. Deswegen kommen hier erstmal nicht so viele Produktionskosten drauf, sondern viele Materialkosten. Ich will euch länger auf die Folter spannen. Decathlon nimmt für dieses Zelt 750 Euro. Und ich bin mir sicher, wenn ihr das jetzt hört, dann werdet ihr erstmal jetzt vom Stuhl fallen. Aber ich sag euch, gerade wenn ihr jetzt vielleicht nicht aus dieser Ultraleicht-Szene kommt, das ist für so ein Dyneema-Zelt jetzt erstmal gar nicht so viel. Vor allem, wenn man auch auf die 5 Jahre Garantie blickt bei den Gewichtswerten, mit dem Materialstärken, die ja auch verarbeitet werden. Vergleichsweise mein Tarptent Rainbow hat 900 Euro gekostet und es gibt deutlich teurere Zelte auch noch von Sipex. Ja, da das bei dem Preis und den Funktionen natürlich erstmal ein Produkt ist, was für eine kleine Zielgruppe da ist, wirklich für High-End-Outdoor-Sportler, die das ja leichteste und beste haben wollen, was man für Geld kaufen kann, ist die Stückzahl auch erstmal jetzt begrenzt. 45 Stück wird es im Mai geben und dann noch 200 Stück im Juni und ich bin mir sicher, dann in der nächsten Saison wird es noch mehr davon im Handel geben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal raus und bauen das Simon Tentab Sprint zum ersten Mal auf und schauen genau, welche Funktion es eigentlich mitbringt. Ich versuche auf diesem Kanal gerade übrigens jede Woche ein neues Video über Ausrüstung, Touren oder hilfreiches Outdoor-Wissen für alle kostenlos bereitzustellen. Solltest du gerade meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würdest du mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun, sodass ich in Zukunft noch weitere spannendere Themen rund um unser gemeinsames Outdoor-Hobby beleuchten kann. Vielen Dank. Der Simon Tentab Sprint kommt insgesamt mit 8 Heringen und 2 optionalen Abspannleinen. Die Heringe sind klassisch von Simon, wiegen unter 10 Gramm und sind durchaus brauchbar. Der Aufbau ist wie bei klassischen Pyramidenzelten gewohnt erstmal sehr einfach und schnell. Und da wir keine Doppelwand haben, sondern nur ein einziges zusammenhängendes Teil, wird es einfach auf den Boden gelegt, ausgestreckt und erstmal leicht mit Heringen an den Ecken befestigt. Die Abspannleine an den Eckpunkten sind gleichzeitig mit dem Boden und der Wand verbunden, sodass man hier eine Dreieckskonstruktion hat, die man nach Belieben nachspannen kann. Üblicherweise befestigt man bei so einem Zelt erstmal 4 Heringe wirklich an den Eckpunkten, um es straff zu spannen und schiebt dann gleich die Trackingstangen nach, um das Zelt aufzustellen. Das Besondere an der anderen Seite ist, dass wir noch kurze Stangen haben, die dann eine größere Dreieckskonstruktion haben und man so ein bisschen mehr Kopf- oder Fußfreiheit erhält. Als nächstes sollten die Trackingstöcke oder Carbonstangen dann auf 1,15 Meter optimalerweise eingestellt werden. Es gibt an beiden Enden dann jeweils eine kleine verstärkte Vorrichtung, wo man den Trackingstock einfach reinschiebt, das Ganze hochdrücken kann und unten befindet sich eine kleine Öse aus Metall, wo dann der Trackingstock mit ein bisschen Kraft wirklich reingesteckt werden kann und so entsteht dann ausreichend Spannung. Insgesamt braucht man dann, das gesamte Zelt aufzustehen, mindestens 6 Heringe, also jetzt noch ein Hering je nach Seite, wo wir die Trackingstöcke einspannen. Beim Aufbau würde ich immer empfehlen, die Reißverschlüsse sowohl vom Innenzelt als auch vom Außenzelt vorher zu schließen, sodass man dann weniger hinterher nachspannen muss oder vielleicht am Anfang zu fest alles eingestellt hat. Dyneema ist natürlich absolut reißfest, aber die Zugpunkte muss man natürlich trotzdem an den Enden noch ein bisschen verstärken, dass sie auch vorbildlich gemacht wurde. Zum Schluss kann man dann noch alle Endpunkte einmal nach und nach spannen, sodass das Zelt dann, nachdem die Trackingstöcke eingesetzt worden sind, wirklich in jeder Richtung gerade steht. Und so hat das Zelt getestet bis zu 70 km/h Wind aus. Die Außenwand hat eine Dyneema-Stärke von 19 Gramm pro Quadratmeter und eine Wassersäule von 15.000 mm. Der Boden ist deutlich dicker, 33 Gramm pro Quadratmeter und 20.000 Wassersäule. Breit ist es 1,20 Meter bis 1,30 Meter und die Länge ist etwa 2,20 Meter. Und da steht das Zelt jetzt zum ersten Mal. Ich würde sagen, sehr, sehr stramm auch gespannt. Ich musste erst wegen den Trackingstöcklängen gucken. Das ist 115 cm. Ich hätte es erst ein bisschen länger eingestellt, aber es kommt mir jetzt doch sehr hoch auf jeden Fall vor und vor allem auch von der Seite mal gucken, sehr, sehr breit. Also die Qualität ist super, die Nähte sind doppelt und dreifach abgesichert. Bei einer Abspannleine, da war die falsch rum hier drin. Das muss man einmal umstellen, damit man auch richtig hier das nachspannen kann. Ansonsten gefällt es mir gut und wie ihr seht, ist das Zelt auch klassischerweise wie bei Dyneema üblich ungefärbt. Also erstmal ja sehr hell, ein Weißton. Nicht ganz so hell wie beim MT900 UL, was wirklich schneeweiß im Wald aufgefallen ist. Und bei diesem Material, weil es so dünn ist, kann man leicht durchgucken. Vielleicht seht ihr das so ein bisschen und das passt sich dann wenigstens so minimal, ich sag mal jetzt hier dem Wald an. Trotzdem gäbe es auch die Möglichkeit, ja gefärbtes Dyneema zu verwenden. Hier auch wieder wie beim MT900 UL diese beiden Stangen, sodass man innen drin mehr Kopffreiheit hat. Hat auch super geklappt und kann man hier wirklich sehr, sehr gut nachspannen.
Was auch vorbildlich ist, ist hier dieser Magnetverschluss. Das ist bei Zelten dieser Preisklasse eigentlich Standard. Deswegen finde ich auch gut, dass man das hier verarbeitet hat. Keine Knöpfe, kein Klett und hier natürlich das Dyneema-Logo. Und wenn wir das jetzt mal öffnen, dann sehen wir, dass hier keine spezielle Sturmsicherung angebracht ist. Manche Zelte haben hier noch einen Clip, den man von innen dann zumachen kann, damit der Reißverschluss im Zweifel ja bei starkem Wind nicht aufgeht. Das ist kein Muss, meine Zelte haben das auch nicht. Wenn man möchte, kann man diese kleine Leine noch hier drum packen. Ich mache es mal auf und wickel das jetzt erstmal hier auf. Ich sehe schon auch die Magnethalterung da hinten. Das Band davon ist aus Dyneema gemacht. Ja, dann schaut euch diesen riesigen Innenraum an. Also auf jeden Fall für 2 Personen Platz. Ich würde behaupten, das ist jetzt erstmal rein vom Sehen her noch mehr Platz als bei meinem Tarptent Double Rainbow zum Beispiel. Und ihr seht, das Meshgewebe ist jetzt hier direkt mit dem Zelt außen verklebt. Und das ist eben dieses Prinzip dieser Hybrid-Tarp-Zelte. Wir haben keine Doppelwand, dafür natürlich im Gegensatz zum Tarp einen kompletten Mückenschutz. Schuhe ziehe ich mal direkt aus. Und dann gehen wir mal rein. Ja, 1,15 Meter, wie ihr seht, reicht auf jeden Fall. Ich setze mich jetzt mal hin und würde sagen, habe noch 20, 30 Zentimeter Platz. Also hier kann man wirklich sehr entspannt sitzen und dann noch im Vorzelt hier, nenne ich es mal, kochen auf jeden Fall. Wenn wir das zumachen, dann haben wir auch ausreichend Platz, um auf jeden Fall noch einen Rucksack hinzustellen, die Schuhe und im Notfall ein bisschen sturmgesichert zu kochen. Ja, auch hier seht ihr jetzt, wie der Boden, die Wanne, die auch aus Dyneema ist. Das ist übrigens auch nicht mehr Standard. Manche Hersteller wie Tarptent, die setzen hier dann mittlerweile lieber auf Silpoly, um ein bisschen mehr vor Perforation zu schützen. Ich gehe da lieber trotzdem, ich sag mal, das kleine Risiko ein, habe das auch lieber aus Dyneema. Vor allem, wenn es so ein bisschen dicker ist, da passiert eigentlich nichts, wenn man ein bisschen aufpasst. Aber hier ist eben das Meshgewebe fest mit dem Außenzelt auch wieder verbunden, sodass man einerseits eine Belüftung hat und das steht auch über, sodass kein Regen reinkommen kann, ja, und dann eben auch keine Mücken. Bei manchen Zelten, wenn man die falsch spannt, dann steht das so ein bisschen über, dass das hier offen ist. Da kann man schon mal sagen, der Schnitt ist so gelungen, dass das hier nicht der Fall ist. Ja, was mich ein bisschen wundert, ich hätte gedacht, dass hier die Kopfseite ist wegen diesen Stangen, aber was ich nicht bedacht habe, ist, dass das natürlich nicht symmetrisch ist und die Stange weiter an dieser Seite steht. Deswegen ist die Wand hier natürlich völlig steil und hier kann man viel besser mit dem Kopf legen. Deswegen auch hier die beiden Taschen links und rechts, auch, ja, ich würde sagen, ausreichend groß, um da so ein bisschen Kleinzeug reinzupacken. Das haben wir jetzt an den anderen Seiten nicht, deswegen legen wir uns mal hin. Zur Referenz, ich bin 1,89 Meter groß und lege mich jetzt mal so weit hin, wie es noch für den Kopfbereich für mich erträglich ist. So berührt jetzt nichts meine Stirn. Ich könnte sogar noch ein bisschen weiter nach oben. Ich würde sagen, so ist Maximum. Und wenn wir mal gucken, dann habe ich da auf jeden Fall noch so 20 Zentimeter Platz, würde ich sagen. Und auch von der Breite, eine Person liegt hier, die andere vielleicht gegengleicher sogar auf der anderen Seite. Und das reicht auf jeden Fall auch, um nicht nur normale Isomatten zu haben, sondern ja die Regular White Varianten, die ein bisschen breiter sind. Also hier hat man schon auf jeden Fall Platz mit 2 Personen, geschweige denn, wenn man hier alleine wirklich drin campt. Und auch noch ein nettes Detail hier oben, hier sind neben der Trekkingstockhalterung, die wirklich sehr verstärkt ist, auch noch 2 Bänder angebracht. Das heißt, man könnte hier zum Beispiel seine Kopflampe befestigen, irgendwas zum Trocknen oder was auch viele machen, noch eine kleine Leine komplett einmal hier rüber spannen, sodass man ja wie so eine Trockenleine hat und dann natürlich auch gewisse Dinge verankern kann. Hier sieht man auch noch mal ganz gut, wie man rausgucken kann im Prinzip. Es gibt noch dünnere Dyneema-Stärken, mit denen das noch extremer ist. Ich sehe quasi jetzt die Bäume, auch wenn es hell ist weniger ein Problem, wenn es dunkel ist. Aber ja, wenn man zum Beispiel auf einem Campingplatz ist, sich umzieht, dann ist es manchmal schon so ein bisschen komisch, wenn es dann dünner ist. Aber dafür ist das Zelt, sage ich mal, auch nicht ausgelegt. Ja, Dyneema ist von Haus aus natürlich komplett wasserdicht und da muss man nur in den Nähten so ein bisschen aufpassen. Die sind jetzt hier komplett verklebt, sodass da auch nichts reingehen kann. Zum Beispiel auch hier oben an der Decke. Das macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Was mich wirklich sehr, sehr, sehr freut, ist, dass man hier wirklich diesen Minimalismus, diesen Ultraleichtgedanken durchgezogen hat. Denn da muss ich sagen, hatte ich große Bedenken, dass man doch bei so einem Massenprodukt vielleicht ein paar Kompromisse eingeht, ein paar Komfortfunktionen einbaut, etwas vielleicht noch unnötig robust irgendwie baut, was für den eigentlichen Zweck des Ultraleicht-Trackings zum Beispiel gar nicht gedacht ist. Und hier ist es strikter Minimalismus. Hier gibt es nicht viel mehr zu sehen. Wir haben also keine Doppelwand, die ich separat abspannen muss. Wir haben die Konstruktion, die ich am meisten wirklich auch liebe, dieses einwandige, mit dem Mesh gewebte, verklebte Zelt.
da ist natürlich das Thema Kondensation. Ich weiß, da haben viele Angst vor. Ich persönlich verwende nur diese Zelte auch im Winter. Und das kann man immer ganz gut kompensieren, indem die Zelte größer sind einerseits. Das heißt, man kommt nicht zwangsläufig irgendwie an diese Wände dran. Wir haben oben natürlich auch keine Belüftung, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das heißt, es wird hier auf jeden Fall zur Kondensation kommen. Nicht zu viel, aber es wird passieren, und was da natürlich hilft, ist, sage ich mal, auf Synthetik auch beim Schlafen zu setzen, dass wenn man doch mal irgendwie mit dem Schlafsack hinten dran kommt, dass da die Wärmeleistung nicht total verloren geht. Aber ich habe damit eine gute Erfahrung gemacht, putze dann manchmal mit meinem Buff morgens so ein bisschen die Außenwand ab, damit die trockener ist, wenn ich das Zelt verstaue. Und Dyneema kann man auch sehr, sehr gut wirklich ausschlackern, wenn man mal kurz eine Pause macht, weil das Wasser dann eigentlich sehr gut abperlt. Hier draußen könnte man jetzt noch die 2 letzten Heringe und die beiden Abspannleinen verwenden, um jetzt an diesem Punkt zum Beispiel das Ganze noch sturmfester zu machen und vielleicht noch ein bisschen mehr Kopffreiheit zu haben. Ich spare mir das meistens, außer ich erwarte wirklich sehr starken Sturm, weil diese Bauform eigentlich generell von Haus aus schon sehr gut mit starken Windböen klarkommt. Ja, was soll ich sagen? Also für mich ist es die perfekte Doppelpyramide aus Dyneema. Simont hat da wirklich den Nagel diesmal auf den Kopf getroffen. Ihr könnt euch sicher sein, wenn mir was nicht gefallen würde, würde ich sofort sagen, das letzte Condenseless-Zelt von Simont hat mir zum Beispiel nicht so gut gefallen. Aber hier wüsste ich nicht, was man noch wirklich groß verbessern sollte. Mit unter einem halben Kilo Gewicht, also würde ich das auf jeden Fall auch alleine verwenden und werde es natürlich auch in Zukunft verwenden, weil es bisher das beste Doppelpyramiden-Dyneema-Zelt ist, was ich jetzt getestet hatte. Ich kann euch natürlich noch keinen Langzeittest jetzt erstmal per se geben. Ich werde es auf jeden Fall auf kommenden Touren verwenden, aber ich verwende diese Art von Zelten aus diesem Material schon sehr lange Zeit und erwartet eigentlich keine großen Überraschungen mehr. Ich denke, es ist perfekt für alle, die wirklich intensiv das Trekking-Hobby betreiben oder vielleicht beim Bikepacking bereit sind, kleine Teleskop-Carbonstangen nachzukaufen. Ich verlinke euch mal welche unten, die dafür zum Beispiel passen würden. Für eine Person ist es ein riesiger Palast. Man muss bei 750 € natürlich ein bisschen in die Tasche greifen, hat dann aber wirklich die 5 Jahre Garantie. Das will ich nochmal hervorheben, was relativ einzigartig am Markt ist und eine gute Qualitätssicherung, weil es von so einem großen, renommierten Hersteller kommt und was man wirklich auch bald tatsächlich in den meisten großen deutschen Städten, würde ich behaupten, im Laden kaufen kann. Wie gesagt, ist die Stückzahl jetzt erstmal leider begrenzt für die erste Saison. Unten verlinke ich euch das Produkt natürlich auch. Ich bin mir sicher, da wird in Zukunft noch mehr kommen. Teilt mir gerne mal euren ersten Eindruck von diesem Zelt mit. Würde mich mal interessieren, was ihr darüber so denkt, ob das was für euch ist. Ansonsten würde ich mich immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.